Hi und herzlich willkommen. Ich wollte dir heute zeigen, wie du dieses schöne Granny-Muster arbeiten kannst, einmal häkeln kannst. Du siehst es ist immer ein Wechsel zwischen dem Muster und einer Stäbchenreihe und super einfach zu häkeln. Ich habe hier das Granny mit einer Vierernadel gehäkelt und einem Bobbelgarn, das vierfädig ist. Hier siehst du es nochmal. Und ja, das kannst du halt mit jedem Garn häkeln, mit dem du das möchtest, das dir gefällt, wenn dir das Häkelergebnis dann gefällt. Und da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, also ich nehme jetzt, um es dir zu zeigen, auch nochmal eine Vierernadel. Das tue ich mal rüber. Und ich habe hier ein Garn, so ein kleiner Rest. Das ist geeignet für eine 3,5er Nadel, aber das geht trotzdem mit der 4er Nadel. Und das ist wie gesagt ein super einfaches Muster. Ich habe jetzt meinen Anschlag gemacht und ich häkle jetzt gleich als erstes 4 Luftmaschen. Du könntest auch mit einem magischen Ring starten, aber ich häkel immer die 4 Luftmaschen und schließe mir dann diese zu einem Ring, indem ich in die erste Masche hier vorne einsteche und eine Kettmasche häkel. So. Und dann gehe ich 1, 2, 3, 4, 5 Maschen nach oben, Luftmaschen, nehme den Umschlag auf die Nadel und häkle in die Mitte von meinem Ring erstmal ein Stäbchen. So. Und dieses wiederhole ich jetzt insgesamt 3-mal, so dass ich insgesamt 4 gehäkelte Stäbchen habe. 3 und das 4. So, dann häkle ich 2 Luftmaschen. Das ist meine erste Ecke von dem Quadrat und dann wieder in den Ring 4 Stäbchen. Und das kannst du, oder das machst du so lange, bis du deine 4 Ecken sozusagen zusammen hast. Oder du machst ein Hexagon draus und dann kannst du, wie gesagt, auch zum Beispiel eine Hexagonjacke häkeln. So, wieder 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 4 Stäbchen. 1. Du siehst auch, ich nehme den Faden hier mit, der eben noch von meinem Anfang lose ist. Dann ist er schon gleich so ein bisschen verhäkelt und kann dann später abgeschnitten werden. So, jetzt habe ich hier unten schon mal 2 Ecken. Das heißt, ich mache nochmal 2 Luftmaschen. Das ist dann die dritte Ecke. Und jetzt kommt aber die Besonderheit, ich mache nur 3 Stäbchen. Das ist dem geschuldet, dass ich am Anfang 5 Luftmaschen hier gehäkelt habe und die ersten 3 Luftmaschen hier nehme ich als Ersatzstäbchen. Ich steche jetzt hier drumherum ein. Du kannst doch die 3 Luftmaschen abzählen und in die dritte einstechen und die Runde schließen. Jetzt hast du genau 4 Ecken. 1, 2, 3 und die 4. hier oben. So, ich habe das Ganze jetzt mit einer Kettmasche geschlossen und gehe jetzt 3 Luftmaschen nach oben. Das ist der Ersatz für das erste Stäbchen und ich nehme den Umschlag auf die Nadel, mache ein Stäbchen um die beiden unteren Luftmaschen, dem folgen nochmal 2 Stäbchen und wieder um die Maschen 2 Stäbchen. Das ist jetzt sozusagen die erste Ecke. So, und nun setze ich hier drauf, wie in meinem Granny,
nochmal eine Reihe Stäbchen. Also in jede Masche folgt jetzt jeweils ein Stäbchen und die Ecken sind 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, bis man wieder vorne ist, um die Runde zu schließen oder zu beenden. Das ist auch, wie gesagt, ein relativ einfaches Muster. Ich habe hier bei meinem Granny jetzt 15 Runden gehäkelt und das kannst du auch fortführen, so groß wie du das möchtest. Du könntest daraus dann auch einen Seelenwärmer machen, indem du beide Ecken aneinander häkelst oder also jeweils 2 Ecken aufeinander und dann zusammen häkelst. Oder du kannst eine Decke daraus machen oder die mehrere Grannies und dann zusammen häkeln. Du kannst das Ganze kleiner häkeln, wie nur 15 Runden. Du kannst auch nur 5 Runden machen zum Beispiel und dann mehrere kleine Grannies machen. Du kannst einen Kopfkissenbezug oder einen Kissenbezug daraus machen. Also das ist wirklich ganz dir überlassen. Oder wenn du das zum Beispiel als Dreieckstuch nur haben möchtest, machst du halt nur die Hälfte sozusagen und nicht 4 Ecken, sondern nur die 3 Ecken einfach. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. So, ich bin jetzt hier an der letzten Runde oder an der letzten Reihe. Da mache ich auch wieder jede Masche ein Stäbchen. So, und hier mache ich jetzt wieder drumherum eine Kettmasche, in die nächste Masche eine Kettmasche und dann hier in den Zwischenraum eine Kettmasche. Also ich gehe mit Kettmaschen einfach nach vorne und habe so mein Granny geschlossen, mein Quadrat. Jetzt gehe ich wieder mit 3 Luftmaschen nach oben, mache nochmal ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen für meine erste Ecke. Hier in das erste mache ich in die erste Masche ein Stäbchen und jetzt kommt schon das Muster. Das Muster besteht da aus drei Maschen. Die erste Masche überspringe ich, in die zweite mache ich ein Stäbchen und in die dritte mache ich ein Stäbchen. Hier in die übersprungene gehe ich jetzt rein, indem ich einen Umschlag nehme, in die Masche einsteche, den Faden hole und das Ganze noch einmal einen Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden holen, nochmal einen Umschlag und wieder in dieselbe Masche einstechen, Faden holen und zurückziehen. Und jetzt alles zusammen einmal abmaschen. Und das ist sozusagen diese Noppenmasche. Genau, ich zeige es dir jetzt gleich noch einmal. Ich überspringe hier die erste Masche, steche in die zweite ein, mache ein Stäbchen und hier in die Masche ein Stäbchen und dann hole ich den Faden auf die Nadel, den Umschlag, steche in die übersprungene Masche ein, das Ganze dann immer 3-mal mit den Faden. Du siehst, ich halte hier auch immer mit dem Daumen so ein bisschen den Faden dann zurück, dass er mir nicht von der Nadel rutscht und mache das Ganze dann, wie gesagt, 3-mal und masche alles zusammen ab. So, in die letzte Masche kommt jetzt einfach wieder ein Stäbchen. So, dann die Ecke, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Sehr, sehr schön. So, die erste Masche hier ist wieder bei mir das Stäbchen. Dann überspringe ich die nächste, steche in diese
die zweite ein, mache ein Stäbchen, in die nächste ein Stäbchen und dann in die übersprungene wieder die Masche mit den vielen Umschlägen. Also der erste, der zweite Umschlag und der dritte Umschlag. Und dann alles zusammen abmaschen. Diese Masche überspringen und in die nächste Masche wieder ein Stäbchen, die darauf folgende ein Stäbchen, Umschlag nehmen und in die übersprungene Masche einmal einstechen, Faden holen, Umschlag, einstechen, Faden holen, Umschlag, einstechen, Faden holen und alles zusammen abmaschen. Und in die letzte Masche nochmal ein Stäbchen. Dann wieder in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. In die erste Masche das Stäbchen, diese Masche überspringen, in die darauf folgende ein Stäbchen, die danach ein Stäbchen und jetzt in die übersprungene wieder dreimal den Faden holen, sozusagen dreimal durchziehen und abmaschen. Überspringen, Stäbchen und nochmal ein Stäbchen und in die übersprungene Masche einmal, zweimal und dreimal. Abmaschen und wieder in die letzte Masche ein Stäbchen. Und so geht das die ganze Zeit. Wenn das ein bisschen, am Anfang ist das so ein bisschen schwierig, da hat man ein bisschen Probleme vielleicht mit dem Faden, dass der auf der Nadel bleibt. Aber das gibt sich mit der Zeit. Also es ist wirklich ein super einfaches Muster. Es lässt sich schön häkeln. Auch mit einem Bobbelgarn lässt sich das super häkeln. Und ich finde, es kommt immer sehr, sehr schön raus. Also du könntest auch noch mehr malst den Faden hier sozusagen durch die eine Masche holen. Dann wird die Masche halt dieser Noppen ein bisschen kräftiger. Hier musst du jetzt ein bisschen gucken. Da ist ja unsere Kettmasche. Da stichst du ein, flupp, und machst das Stäbchen und dann in die übersprungene Masche wieder. Na? Da. Diese Noppenmasche. So, und dann hier in die letzte Masche, die darfst du nicht vergessen, wo wir auch mit der Kettmasche rein sind, noch einmal ein Stäbchen. So, dann hier die Kettmasche, in die nächste eine Kettmasche und dann in den Zwischenraum eine Kettmasche. 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen, dann nochmal ein Stäbchen drumherum, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in den Zwischenraum. So, und jetzt, wie bei mir im Muster, in jede Masche ein Stäbchen. Ja, das ist auch ganz einfach, auch hier bei diesen Noppenmaschen ist da sozusagen dann hier, ja, du siehst es, 1, 2, 3. Da sind dreimal die Maschen von unserem Muster und da kommen dann immer wieder in jede Masche ein Stäbchen rein. Du könntest auch jetzt direkt die Noppen sozusagen oben drüber setzen. Dazu habe ich
kann ich auch gerne ein Video machen, aber es ist halt nichts anderes, als wenn du jetzt die Stäbchen häkelst. Da machst du halt nur die Noppenmaschen. Ja. Und immer ein bisschen achten, dass man die Masche trifft und dass man keinen Faden verliert bei den Noppenmaschen. Aber wenn du den so ein bisschen festhältst mit deinem Daumen, dürfte das eigentlich funktionieren. Das, denke ich, kriegst du locker hin. Ja, ich mache das jetzt gerade mal noch fertig. Und dann zeige ich dir nochmal die nächste Runde mit den Noppenmaschen. Ich nenne die jetzt einfach Noppenmaschen, weil ich nicht weiß, wie sie richtig heißen. Ich glaube, die Popcornmaschen sind die, wo so ein bisschen kräftiger, größer sind. Die werden, glaube ich, auch anders gehäkelt. Und ja, ich weiß nicht, ich finde halt, das sieht aus wie so ein kleiner Noppen. Ne? Und deswegen nenne ich sie jetzt für dieses Video einfach Noppenmaschen. Auch wenn es nicht richtig der Begriff dafür ist, wahrscheinlich. Da gibt es bestimmt einen richtigen Häkelbegriff für. Ich müsste mir mal so ein Buch kaufen, wo die Sachen dann richtig erklärt sind. Ich bin nämlich jemand, ich gucke mir was an, wenn ich was sehe. Wenn ich was Gehäkeltes sehe und dann gucke ich mir das an und denke mir, das könntest du doch auch hinkriegen, so und so gehäkelt. Und dann weiß ich aber nie, wie die Sachen richtig heißen. Und das ist schon ein bisschen, naja, ist ein bisschen doof, oder? Also, ja, aber ist halt so, dazu stehe ich auch. Aber wie gesagt, ich könnte mir ruhig mal so ein Buch holen. Vielleicht hast du da ja auch einen Tipp. Dann schreib ihn mir gerne mal unten in die Kommentare, wo man so ein schönes Musterbuch mit schön vielen Mustern hat und findet. Ich habe 2 Stück. Die sind von Burda. Die sind aber schon mega, also wirklich alt. Die sind auch von meiner Oma. Und da sind auch super schöne Sachen drin. Also so Spitzensachen sind da drin. So Spitzendeckchen und das alles. Also so mehr filigranere Sachen sind da einfach drin. Ich hatte da auch ein Muster rausgenommen für ein Tuch, was ich dann aber ein bisschen abwandeln musste, weil das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das ist so, aber gut. Ist ja nicht schlimm, man kann es ja ausprobieren. So, jetzt habe ich die Runde schon fertig. Wir gehen wieder mit 3 Luftmaschen nach oben, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. In die erste Masche folgt wieder ein Stäbchen. Die nächste hier überspringe ich, steche in die darauf folgende ein Stäbchen, die danach nochmal ein Stäbchen und dann den Umschlag auf die Nadel und hier in die übersprungene Masche einstechen, Faden holen, Umschlag nehmen, einstechen, Faden holen, Umschlag nehmen, einstechen und wieder Faden holen und alles zusammen abmaschen. Die Masche überspringen, dann darauf folgende ein Stäbchen, danach noch ein Stäbchen und Umschlag auf die Nadel und in die übersprungene einstechen, Faden holen und noch einmal und das Ganze noch einmal. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal einen Umschlag auf der Nadel oder den Faden, eine Masche auf der Nadel. Alles abmaschen und die nächste.
Und das ist, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen gemacht hat, dann ist das kein Problem mehr. Dann kann man dabei auch locker, denke ich mal, Fernsehen mitgucken, wenn man das möchte, oder sich unterhalten. Ich denke, das klappt ganz gut. Und für so Muster bin ich irgendwie immer dankbar. Die finde ich dann immer ganz toll, weil ich mir denke, ich muss mich nicht nur, oder ich konzentriere mich nicht nur auf meine Häkelarbeit, sondern ich kann zum Beispiel auch mich noch mit meinem Mann unterhalten oder mit den Kindern oder mit was weiß ich wem, wenn man vielleicht noch im Café sitzt oder so, kann man das auch machen. So, hier hinten, das ist jetzt ganz dir überlassen. Ich werde jetzt hier nochmal so eine Noppenmasche hinmachen. Du kannst aber auch hier einfach auffüllen, aber es reicht, es sind genau 3 Stück und deswegen mache ich dann nochmal so eine Noppenmasche hin und dann kommt die Ecke. Ja, so, und jetzt die Ecke. Dadurch zieht sich das auch wieder so ein bisschen gerade. Also brauchst du keine Angst haben, dass sich das irgendwie verformt oder sowas, sondern das bleibt. So. Ja, und du siehst, so wird das Ganze ein schönes, sauberes Muster oder auch ein schöner Verlauf, finde ich. Das ist ganz süß, ne? So. Das ist also genau wie hier bei dem. Und wenn es mal nicht reichen sollte, dann kannst du das Ganze einfach, zum Beispiel wie hier oben, ja, da habe ich die Noppenmasche, dann habe ich nur 2 übrig gehabt und dann kannst du das einfach auffüllen. Ne? Also das ist wirklich gar kein Problem. Ja? Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Ja, das ist einmal dieses Muster dazu. Ich hoffe, du kommst damit klar. Falls nicht, oder wenn du irgendwas hast, irgendeine Frage oder eine Anregung hast, schreib mir die gerne in die Kommentare. Ich bin da ganz offen für. Und ja, wie gesagt, ich habe insgesamt 15 Reihen da davon. Und das halt im Wechsel einmal dieses Muster und dann einmal Stäbchen. Ja? Ja, ich hoffe, dir hat das kleine Video dazu gefallen und viel Spaß beim Nacharbeiten, beim Nachhäkeln. In diesem Sinne hoffe ich, du bist gesund und du bleibst gesund und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.